$1.8 trillion. But what the government's going to do is it's going to turn this into an inflationary depression. Vor mehr als 40 Jahren legte die USA ein geheimes Präsidentenprogramm auf, um die Manipulation der Weltbevölkerung voranzutreiben. So begann in Yale unter der Führung von Professor Dr. Jose Delgado das globale Bevölkerungsmanipulationsprogramm. Er sagte damals, die Menschheit hat nicht das Recht, ihr eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Wir brauchen ein technisches Programm, um jeden auf die von uns vorgegebene Linie zu bringen. Und dieses Programm läuft. Und wir können es nur schwer aufhalten. Wenn Sie etwas aufmerksamer durchs Leben gehen, werden Sie begreifen, dass man Sie nicht informiert, sondern manipuliert. Und wenn Sie das begriffen haben, ja, dann verstehen Sie auch die neue Weltordnung. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founder. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Television. Look at me! Look at me! Look at me! Ich hab hier noch nicht mal richtig was gelabert, Mann. Was babbelst du überhaupt für Scheiße, Mann? Halt euch mal die Fresse und hört zu. Wunderbar, toll. Ich bin genauso aufgeregt wie Sie. Ist gut. Die meisten Menschen denken heute immer noch, dass all die Unterhaltung in Filmen und TV-Sendungen nichts weiter als Unterhaltung ist. Das war jedoch niemals der Fall. Die bedeutungsvollsten gesellschaftlichen Botschaften werden durch Filme und TV-Dramas beworben, durch die Verankerung von emotionalen Szenen. Emotionale Szenen, nicht logische, faktische Szenen. Man vermittelt Dinge auf einem emotionalen Weg, die dann im Gehirn aufgenommen und gespeichert werden.
Emotionale Inhalte sind sehr wichtig, im Gegensatz zu Diskussionen oder einem Streit unter der Verwendung von Logik und Fakten. Es gibt keine Debatten, und wenn man unter dem Einfluss von Fiktion steht, dann ist deine Deckung unten. Der Filter in deinem Gehirn ist nicht aktiv. Er sagt nicht, ja, ich stimme dem zu, ich stimme jenem nicht zu, wie in einer Debatte oder einer Lehrveranstaltung. Man befindet sich in einem Alpha-Zustand und es werden neue Ideen in dein Gehirn übertragen. Also Fluoride, also nicht nur können die Befürworter nicht beweisen, dass das Zeug ungefährlich ist, wir haben auch bestätigte Fakten über die Gefährlichkeit, die Toxizität von diesen Fluoriden. Und die Symptome von diesen Erkrankungen gleichen eigentlich unseren Zivilisationskrankheiten. Wir haben hier Allergien, Herz- und Kreislauferkrankungen, Arterienverkalkung, Bluthochdruck, Thrombosen, Schlaganfälle, Erkrankungen des Knochensystems, Leber- und Nierenschäden, rheumatische Erscheinungen, Missbildungen von Kindern. Und Fluoride sind so gut wie überall. Wir haben sie nicht nur in der Luft, wir haben sie nicht nur im Trinkwasser, vor allem in Staaten wie Amerika und Australien. Wir haben Fluoride nicht nur in unserem Essen, sondern es ist, wie gesagt, es ist wirklich fast ein universelles Gift, was um uns herum ist. Wenn man jetzt bedenkt, dass doch Millionen Menschen in diesem Land durch Milch krank werden oder krank sind, dann halte ich das für einen Skandal. Geimpft ist jeder von uns, in der einen oder anderen Form. Selbst wer um Spritze, Zuckerchen, Tröpfchen herumgekommen ist, der wird täglich beimpft. Es wird uns eingeimpft, dass Impfungen der Grundstock für unsere Gesundheit sind. Für uns selbst, für die Volksgesundheit, für unsere Kinder. Der Druck auf Menschen, die sich gegen diesen Trend wehren, wird von öffentlicher Seite immer größer. Was für ein Skandal also, wenn jemand mit gesundem Menschenverstand und fundierter Sachkenntnis herausfindet, aufgrund von Zahlen einer Bundesgesundheitsbehörde, dass ungeimpfte Kinder gesünder sind als Geimpfte. Kondensstreifen am Himmel kommen häufig vor. Seit den 40ern kann man Abgase von Düsentriebwerken beobachten. Aber seit circa einem Jahrzehnt hat sich etwas geändert. Sie bleiben länger bestehen. Und wenn Sie durch all diese Dinge irgendwann chronisch krank werden,
dann wird man ihnen ein Permanentmedikament verabreichen. Denn Medikamente, die ihnen sowieso nicht helfen würden, werden von der Krankenkasse nicht mehr übernommen, da man jetzt etwas Besseres und Billigeres für sie hat. Wenn sie nicht selber für die Kosten aufkommen können, werden sie wohl den Vorschlag ihrer Kasse annehmen, und haben sie einmal ein Implantat für ihre Gesundheit akzeptiert, dann werden sie ein Implantat für ihre Sicherheit auch akzeptieren. Durch die installierte Bankenkrise wird ihnen die Regierung weismachen, dass so eine Krise ihnen nichts mehr anhaben kann, da ihre Ersparnisse und Beiträge nun auf diesem Chip gespeichert sind. Da ihr Vermögen jetzt bei ihnen ist, werden sie glauben, frei und unabhängig zu sein. Was sie jedoch noch nicht wissen ist, dass sie kein Vermögen mehr haben werden. Durch hohe Abgaben werden sie kein Eigentum mehr besitzen. Ein Teil der neuen Weltordnung beinhaltet, dass Eigentum nicht mehr geduldet wird. Wenn unser Geist und Körper durch all die Mittel, wie zum Beispiel Siliziumdioxid, genug elektromagnetische Resonanzfelder aufgebaut hat, ist es ein leichtes, uns mit Hab zu kontrollieren. Das BKA hat zwar bereits Schädigung durch Kraftfelder als ein Verbrechen anerkannt, jedoch ist es fast unmöglich, einen Fernmord durch Fernsteuerung dingfest zu machen. Zahllose Menschen werden die neue Weltordnung hassen und sterben, während sie dagegen protestieren. Unser ganzes Weltbild ist auf einer gewaltigen Lüge aufgebaut. Und wenn die Welt nur noch auf Lügen aufgebaut ist, dann wird die Wahrheit das sein, was niemand mehr glaubt. Lasst uns das durchziehen, was John F. Kennedy beginnen wollte. Werdet wieder Menschen, lasst euch nicht länger manipulieren. Denn die Transformation zurück ins Licht, wieder das Bewusstsein zu erlangen, ist die größte Angst der Elite und unsere stärkste Waffe gegen sie. Stopp den Scheiß, ja? Jetzt! Hier! Es ist wieder so ein Tag in dieser abgefuckten Welt, Mann, in der man uns zu Sklaven macht von Weltkonzern und Weltbank. Ich ball die Faust und ruf, fick die Regierung, ihr beherrscht die Kunst des Krieges und Großmanipulierung. Ich blick zurück, wie das einst alles begonnen hat, wo all das Leid beginnt und ihr seit damals die Kontrolle habt. Seit damals tötet ihr mit euren Genozids, erzwungen durch Sanktionen für ein Weltreich, das große Ziel. Wir müssen sterben, werden zwangssterilisiert. Sie töten uns zu Tausenden, fangen an zu rebellieren. Zeigen uns die Gegner, die sie mit dem Geld vergolden, und töten uns beim Terrorakt, damit wir ihnen blind folgen. Überall ist Krieg, denn sie wollen, dass wir mit Toten kuscheln. Machen nein auf nett, steuern hintenrum den Drogenschmuggel. Ich könnte toben, nur die haben die Bodentruppen. Was auch passiert, ich werde weiter meine Struppen spucken. Die Welt ist nicht genug, ja, und sie fordert viel Blut. Mann, die saugen uns das Leben aus und verdienen dabei gut. The world is not enough, in unserer Welt braucht man die Kraft, das von jedem Einzelnen, um zu stoppen, was begonnen hat. Die Welt ist nicht genug, ja, und sie fordert viel Blut. Mann, die saugen uns das Leben aus und verdienen dabei gut. The world is not enough, in unserer Welt braucht man die Kraft, das von jedem Einzelnen, um zu stoppen, was begonnen hat. Gesteuert durch die Steuern fangen sie an, uns zu verfeuern. Ja, denn langsam ausgesaugt kann man uns viel besser steuern. Gleichzeitig gefeuert und so letztendlich den Job los, ist man schließlich am Ende und klammert sich an Hoffnung. Nur ich werd größer, so wie ab jetzt mein Radius, denn ich lass mich nicht töten von nem Codex Alimentarius. Und darum bin ich hier, press euch auf meine Platten, damit ihr euch verliert in euren ziemlich feigen falschen Flaggen. Ihr seid die Lügner, zündet Bomben für den Frieden. Wem wollt ihr das denn erzählen? Außer Handelsblatt, ihr Lieben. Das ist so dreckig, man, doch wurde leider...